wonder he stays open late at night. People have to get their vitamins. Check through this stuff before we get back out there. Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Noire. Wir sind ja dabei, jetzt wieder die Scheidungspapiere zu durchsuchen. Denn irgendwie hatte ich ja nicht geschnallt, was in der Bar noch fehlte. Wir sollten uns ja umsehen und wir haben nicht wirklich viel gefunden. Die Scheidungsunterlagen hatte ich nicht genau angeguckt, deswegen fehlte was. Jetzt kann ich den Barmann weiter befragen über den fehlenden Schmuck. Can you remember what jewelry she was wearing? She had a necklace. Some kind of religious thing, I think. The temp guy would have more of an idea. She took the beer he served her and cried into it all night. What time did she leave? Can't say for sure. Okay, das können wir nur anzweifeln. Where did she go? Give me something or the LAPD will start getting interested in this place. Take it easy. She wanted a cab, okay? And my phone was out of order. The closest one I knew was at the fruit market across the street, so I suggested she try there. She seemed reluctant. Okay, dann fragen wir dann auch nach den Bewegungen des Opfers, wo sie sich hinbewegt haben könnte, außer zu dem Obstmarkt. Did Antonia say where she was going when she left? She said she was going to serve the papers on the husband. Said that would take the smile off his face. If you ask me, she was scared, and the drink was for Dutch courage. Mut antrinken. Okay, das glauben wir ihm mal. Did she attract any interest? An extremely drunk young woman? What do you think? She managed to scare them off, though. Thanks. You've been a big help. Oh, beide richtig bei der No Frage. problem. Hey, get the guy, will you? We'll do our best. One last question. What size shoe do you take, Mr. Aguilar? A broad 9. I have wide feet. Okay, die Schuhe sind, also die Füße sind zu groß. Wir brauchen einen mit 41. Dann fahren wir mal zum nächsten Zielort. Unser Partner setzt sich immer gleich rein. Soll er gar nicht. Dann fahren wir mal zum Obstmarkt, oder? Und hören uns da ein bisschen um, weil das mit dem Alkohol ist schon ein bisschen merkwürdig, dass da kein Obst drin ist, sondern Alkohol in den Kisten. Warum setzt er sich jetzt nicht rein? Ist er besoffen oder was? Dann setz dich doch mal rein. Can you drive to this one? Warum läuft der andauernd hier hin? Ah, jetzt, Ist komisch. Der wollte nicht von der anderen Seite einsteigen. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Okay, weit haben wir es ja anscheinend nicht. Der ist schon ausgestiegen, wo das Auto noch gar nicht angehalten hatte. Shut. Great. We'll need to come back later, Phelps. Maybe somebody here saw Antonia the night she died. Das glaube ich nicht. Das darf nicht zu haben. Hier liegt irgendwas, oder? Eine Bananenschale. Hilft uns nicht weiter. Das ist doch total blöd, dass die zu haben. Was haben wir hier um die Ecke? Fragen wir mal unseren Partner, ob der eine Idee hat, weil irgendwie... Advice? There should be a game well or a phone somewhere. Okay, ein Polizeimelder ist da drüben irgendwo. Da. Dann rennen wir mal hin und fragen nach. Was geht denn da ab? Da ist auch irgendein Verbrechen oder irgendwas. Ach, das ist der Tatort, oder? Okay. Dann rufen wir mal in der Zentrale an und fragen nach. Phelps, 1247. Detective? Are there any messages for me? Message from Captain Donnelly, Detective. Your presence is requested urgently at Central Station. A new letter from the Dahlia Killer has been found.
Thanks. Und das ist ja mal interessant. Vom Dahlia Killer, okay. Dann ab in eine Zentrale, dann fahren wir mal zurück. Und gucken uns den Brief genauer an. Vielleicht erfahren wir ein bisschen was. You drive. I need to go over the case notes. And where exactly are we going? Oh, diesmal steckt er doch auf der anderen Seite ein. Auch nicht schlecht. Wohin wollte er nicht? Another letter? I thought the letter was from a nut. These letters, Brown and Hanson believe they are genuine. From him. Now we sent another. You know, I really hate this fuck. This Black Dahlia guy. Have you seen the body? The fucking case just gnaws away at your guts. Hollywood. Every prom queen from every fucking hick town in America turns up here. Where do they end up? Gutted on the fucking sidewalk. Okay, nicht, dass wir vielleicht auch die Befragung durchführen müssen. Ja, wo sind denn die? Oben, oder? Ach nee, wir laufen mal unserem Partner hinterher, der weiß, wo es hingeht. Nach unten müssen wir, okay. Olive oil comes from olives. Where does baby oil come from? Im Keller verstecken die sich. Was machen die im Keller? Hey, don't mind me. Boys, come on in. Phelps, have you met Finis Brown? Pleased to meet you, sir. This information is confidential and doesn't leave this room. The new letter was left in the back seat of a cab. The driver thinks it was put through the window and not left by a customer. We're checking all the fares back 24 hours regardless. Good. Like the previous letters, it's been assembled from headlines and type from the Times and Examiner, then glued to an envelope. What is the other note? This one? That's also new. A poem, hand-typed. Do you mind if I take a look? Go ahead. We've been over both documents pretty carefully. They've been wiped with gasoline, so there's no chance of prints. Okay, dann gucken wir uns mal das Gedicht an. Oder nee, gucken wir uns erst den Brief an. Habe ich es mir anders überlegt, wäre kein guter Deal. Fick dich, BD. Oh, That's the Text. message from the Celine Henry case. Okay. Reingucken können wir nicht, weil das ist schon offen, aber da ist doch eine Briefmarke drauf. Ach, das wurde so verschickt, so offen. Aber mit einer Briefmarke? Warum ist da eine Briefmarke drauf? Ich dachte, das wurde durch ein Dings geschoben, durch ein Taxi. Okay, gucken wir uns mal das Gedicht an. Kraft dieses Fluchs häuft Übeltaten auf. Und Gutes sei zu schauen, verdammt zumal. Da beides ewig wie der Weltenlauf, wie du und deine Einsamkeit voll Qual. Okay. Und scheinst du auch das Bild der reinen, ruhigen Macht zur Frist, die Stunde kommt, da du musst scheinen, was innerlich von je du bist. Verbrechen häuft, denn die nicht Früchte tragen. Oh Gott. Und ew'ger Spott soll dich durch Raum und Zeit einst jagen. Ist ja interessant. Klingt ein bisschen verrückt, oder? Heap upon thy soul by virtue of this curse. Tja, mehr erfahren wir anscheinend davon nicht. That's why we called you in. You think it's original? Not unless he's a genius. You like this nutjob's poem? No, I like Shelley. It was written at least 100 years ago. Shelley. Sure, I knew that. You see, Finis? I told you this lad was a bright boy. Sure, but what has it got to do with the case? Prometheus Unbound. Prometheus was a titan, a superhuman character who defied the gods to bring fire to humanity. The Dahlia guy believes he's Superman. Your guess is as good as mine. One thing for sure is that he's educated. What about the link to the Henry case? He could have got the wording from the papers.
As you said, he is fiendishly clever and takes pleasure in taunting us. What's happening with the Maldonado case? We have the husband in custody. We haven't interviewed him yet. Well, upstairs then, lads, and see if we can break him. Okay, dann befragen wir mal den Ehemann. Das hilft uns ja vielleicht ein bisschen weiter. Den Rest haben wir jetzt schon gelesen. Den Abbruch. Ich habe, glaube ich, schon den Befragungsraum gesehen. Ich kann nicht rennen hier im Gebäude, auch nicht schlecht. Auch jetzt. Olive oil comes from olives. Where's baby oil? Ach, da sitzt er ja schon. Improved your attitude, Angel? What do you want me to say? I was with Antonia the night she died, but she left the apartment. That was the last time I saw her. Genau, dann fragen wir mal nach dem letzten Kontakt mit dem So your Opfer. wife paid you a visit last night. What time was that? Late, around midnight, maybe? She didn't stay long. Okay, das weiß ich nicht. Wir können ihm das ja nicht beweisen, dass es nicht so ist. Wir glauben ihm das mal. What time did she leave? Das war falsch. Maybe 1 o'clock. Dann fragen wir nach dem You and your wife Scheidungsprozess. weren't getting along. She was divorcing you. Is that why you killed her? We fought, yeah, but we weren't getting a divorce. Okay, das ist eine Lüge. Da haben wir ja einen believe Beweis. She'd been granted a decree nisi. She pushed you too far and you lashed out. I told you, I wouldn't accept a divorce. Okay, dann wo haben wir das denn? Scheidungsunterlagen. The judge had set a date. You were going to be paraded in front of the whole city for your cruelty to her, Angel. Antonia. Oh, Jesus. She came in drunk, out of her mind. She doesn't normally drink. She was looking around in her bag. Said she wanted to serve me papers. Me, her own husband. So I slapped her down. She ran out. That's the truth. What size shoe do you wear, Angel? Size 8. What difference does that make? 41, wie passend. Okay, dann fragen wir mal nach dem Schmuck, ob er den geklaut hat von der When we Leiche. found your wife, her jewelry had been removed. Was she wearing her religious medallion last night? Sure. She always wore that. Okay, das glauben wir ihm mal. What about the charm bracelet? Was she wearing that? You know about that? She never wore it. She didn't like the message. She kept it locked up in that box of hers. Okay. Dann fragen wir mal nach dem blutbefleckten Hemd, was in der Küche hing. Your wife has been brutally murdered. So how do you explain your shirt being covered in blood? You found that? I cut myself shaving. Toll, das können wir ihm ja nicht das Gegenteil beweisen. Wie denn auch? Okay, dann zweifeln wir das mal an. Angel, I'm not going to waste any more time on this. Give me something or I'm going to have you charged. My brother, Ippolito. He said some bad things about Antonia last night. So I had to sock him one. We got into it. Keep talking. She said she came from the El Dorado bar. And? It's not one of my places. We used to buy fruit at the market down the street. But the creep there was always running his eyes all over my wife. What's the name of this fruit market? Just picked fruit. Ord Street downtown. Okay, dann haben wir ja One alles. last question, Angel. 3 von 4 richten ja Do the immerhin. words kiss the blood mean anything to you? No. Sounds sick to me. You're not in the clear by any means, Angel. You're going back into a cell. You should think about whether you have anything else you need to share with us. Oh. Fragen wir mal unseren Partner, was er als nächstes machen können. What do you think? So, fruit market was the last stop off. Jetzt auf einmal haben wir zum Fruitmarkt. Zum Obstladen. Dann fahren wir mal hin. Irgendwie sehen die Autos immer unterschiedlich aus, habe ich das Gefühl. You can drive. Okay, dann fahren wir jetzt mal dahin und befragen die Leute Where da. are we headed? Mal sehen, was der Obstladenbesitzer What's your sagen read kann. on Maldonado? I still like him for it. Seriously, that line about the guy at the fruit market making Isaac his woman? Please.
We'll get to the market, and the guy behind the counter will tell us he saw Angel drag his old lady off into the night. This case will be shut like all the others. Der hat wohl keinen Bock so richtig zu ermitteln, sein Partner. Also, der sieht alles so popelig und leicht an. Aber dass man erstmal wirklich Beweise finden muss, ist ihm auch egal. Ach, das ist doch unser Kumpel von vorhin. Dann gucken wir uns mal um. Sieht lecker hier aus. Melonen, Zitronen, Karotten. Aber die was haben denn Zitronen zwischen Karotten bitte zu tun? Also zwischen Gemüse. Auch nicht schlecht. Bin ich jetzt vorbeigelaufen? Ach ja, unser Partner läuft schon zu ihm hin. Hab ich doch gedrückt. So what next? Nein, nicht ihn. Dich. Sir, wait, you look familiar. Hey, from the bar, right? What brings you here? LAPD, Detective Phelps and Galloway. Clem Feeney. What can I do for you? Did you happen to see a young woman last night? 21 years old, Hispanic? Sure, she came by last night. Why do you ask? Okay, dann fragen wir nach der markanten She was Halskette. wearing a necklace? I didn't notice. You weren't paying attention, Feeney? Hey, you're getting the wrong idea. Zweifeln wir mal an. Exactly how much fruit do you sell here after midnight, Clem? Look, not much. I sell the odd bottle on the side to the after-hours crowd. Look, I don't want any trouble. I'm just trying to make a buck. Dann fragen wir mal den Kontakt zu dem Opfer. Arrived around midnight? Yeah, something like that. Used the phone for a cab and then left. Okay, das glauben wir ihm mal. She looked like she was having a good night to you? Hard to tell. Might have just been the booze that was making her seem maudlin. Where did she go from here? She wanted a cab, but I couldn't get her one. I was about to offer to drive her, but a car pulled up and she got into that. Das glauben wir ihm auch. Can you describe the car? Brown Ford Coupe, I think. She seemed to know the guy. Do you mind if we look around? Why would you want to do that? Because we say so. I guess you can. Don't you have to get a court order or something? I have rights. Clem? Shh. Okay, schauen wir uns mal um. Was soll ich in den großen Gebäude? Okay, gucken wir mal erstmal hier hinter. Ob wir hier irgendwas finden. Mal die Kasse durchwühlen, oder? Also hier hinter ist anscheinend nichts. Okay, hier finden wir nichts. Was sollen wir hier denn bitte finden, außer Kisten und Kram? Vielleicht hier hinten? No wonder he stays open late at night. People have to get their vitamins. Check through this stuff before we get back out there. Hier unten vielleicht? Wie soll ich mir das dann bitte genauer angucken, wenn es nicht geht? Vielleicht die Kisten? Ach, da liegt irgendwas. Ein Messer mit Blut dran. I cut someone who was already dead. It's a typical power thing. Once the stiff is dead, the creep usually feels they can do whatever they like. Must have seen it during the war. Mit der Brechstange ist, denkt man, nichts los. Ich glaube, die kann uns nicht weiterhelfen. Weil hier ist kein Blut, nichts dran, ne? Nein, da waren wir doch schon.
Gucken wir, ob wir hier irgendwas haben. So what are we hiding in here? This thing needs a combination. Oh, wie war denn die Nummer nochmal? War das 2? War das 253? Nein, ich wollte schon in die Richtung. War schon richtig. 253 war das, glaube ich. Aber ganz sicher bin ich mir auch nicht mehr. Ah, habe ich mir gut gemerkt. Sieht nach Schmuck, also nach... beziehungsweise, das ist von dem Opfer, oder? Denn der Mann ist des Weibes Haupt, gleich wie auch Christus das Haupt ist der Gemeinde und er ist seines Leibes Heiland. Okay. Das ist doch alles von den Opfern, oder? Okay, wir können es nicht umdrehen. Dann gucken wir mal nach dem Armband. Kommen wir gar nicht ran ans Armband. Was soll uns jetzt weiterhelfen? Oh nein, wieder eine Verfolgungsjagd. Aber das machen wir in der nächsten Folge, sag ich mal. Ach, eine richtige Verfolgungsjagd sogar. Okay, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaltet beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Verfolgungsjagd in L.A. Noire. Bis zum nächsten Mal, eure Sandy. Ciao.